Wunderbar, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich sehe schon ganz viele bekannte Gesichter. Mein Name ist Hermann Aria und bei der Quanos verantworte ich den Technical Pre-Sales. Das heißt, ich helfe, Ihre Visionen so umzusetzen, dass sie optimal mit unseren Lösungen umgesetzt werden. Dafür ein kleines Team. Und heute möchte ich Ihnen ein paar Einblicke geben, so aus dem täglichen Leben, Dinge, die ich schon gesehen habe. Wie gehen Unternehmen damit um, mit den Herausforderungen im Service, und wie nutzen die wirklich als Chance, um proaktiv im Markt besser bestehen zu können an der Stelle. Wir wissen alle, die erste Maschine verkauft der Neukundenvertrieb und die zweite Maschine der After Sales. Wenn es mit der ersten Maschine nicht gut gelaufen ist, dann kauft man keine zweite mehr. Und wir schauen uns jetzt das Thema an. Vielleicht kennen Sie den Spruch, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wir schauen uns an, was muss man denn eigentlich säen, um Serviceumsatz zu ernten an der Stelle. Und warum ist das Thema auch so wichtig und warum wird es immer wichtiger an der Stelle? Ein kleines Rechenbeispiel hat die chinesische Regierung angestellt, das ist schon eine ganze Weile her, 2014, ist aber ein schönes Beispiel. Die haben sich angeschaut, was es bedeuten würde, nochmal 2014, eine gut ausgestattete C-Klasse zu nehmen und die aus Ersatzteilen neu zu bestellen. Die haben nicht die Arbeitszeit mit reinkalkuliert, um das zusammenzubauen, das ganze Ding. Es hat ihnen gereicht, die Teile zu beschaffen. Jetzt können Sie mal schätzen, das Auto hat 50.000 Euro gekostet, das war damals, 50.000 Euro, eine gut ausgestattete C-Klasse. Was kostet die aus Einzelteilen wieder zusammengebaut, ohne die Arbeitszeit? Irgendwelche Ideen? 200.000 höre ich da, wer bietet mehr? 800, ja, da kommen wir schon hin. Also es sind damals 600.000 Euro gewesen, man geht heute von knapp 900.000 Euro aus. Also das ist noch höher angestiegenes Potenzial, Leverage im Ersatzteilverkauf zu machen. Und wir haben Unternehmen in unserem Portfolio, die über 50% ihres EBITDAs aus dem Service beziehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau, und wir schauen uns jetzt Strategien an, ganz bodenständig, wie kommt man dahin, den Service zu befähigen, noch mehr Umsatz zu machen. Und damit meine ich nicht das Thema, dass ich mein ganzes Produktportfolio darum setze und darauf aufbaue. Also da haben wir jetzt ein Beispiel, wo so Wurst-Clip-Maschinen sind und da sind die Clips das, womit Geld gemacht wird. Das Razor-Blade-Prinzip. Also ich verkaufe eine Maschine relativ günstig und verkaufe dann die Wearables teurer. Das ist hier nicht der Fall, also das werden wir uns nicht anschauen, sondern wir schauen uns an, wie kann man das verbessern, ohne das gesamte Modell umzusetzen, sondern mit digitalen Modellen das Ganze umzusetzen. Und das Erste, das ist jetzt super bodenständig, wir fangen einfach mal damit an, wenn Sie Ersatzteile verkaufen wollen, was müssen Sie als erstes erreichen? Ja, als allererstes müssen Sie die Identifikation sicherstellen. Wenn irgendjemand bei Ihnen ein Ersatzteil kaufen soll, muss er es erstmal finden. Wenn er es nicht findet, kann er nichts kaufen. Und da sehe ich alle möglichen Dinge im Workshops. Da werden Ideen gesponnen, wie das funktionieren kann. Aber das Wichtigste ist erstmal, versetzen sich in die Situation dessen, der vor der Maschine steht oder der für die Maschine verantwortlich ist. Es geht ja darum, er hat vielleicht gerade ein Problem mit der Maschine, die läuft nur noch eingeschränkt oder worst case, die läuft gerade gar nicht mehr und sollte eigentlich gerade produzieren oder irgendein Equipment fährt nicht mehr. Da gilt immer, was hilft. Hört sich super platt an, aber wenn es dem Anwender am Ende hilft, seinen Ersatzteil zu identifizieren, ist es egal, ob es Rocket Science ist, ob es super cool aussieht, es muss einfach nur helfen an der Stelle. Und es gibt eine ganze Menge an Dingen, die man tun kann. Sowas wie einfach nur Fotos anbieten, man kann hier Renders fahren, man kann einen NFC-Chip haben, mit dem man daran tippt und dann eine Info bekommt. Haben wir alle schon gesehen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Methoden, das zu tun. Und ich rate Ihnen einfach dazu, nutzen Sie die Methoden, die zu Ihnen und Ihren Daten, die Sie im Unternehmen schon haben, am besten passen. Und dann können Sie immer noch schauen, auf welchem Pfad Sie sich begeben wollen. Und was bedeutet das ganz klassisch? Eine Möglichkeit ist, 2D-Zeichnungen in der technischen Dokumentation zu erstellen. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Das ist ein Beispiel der Firma Alco, wo man so ein bisschen was auseinandergezogen hat in einer symmetrischen Ansicht. Damit kann ein Anwender natürlich schon relativ gut klarkommen. Es gibt aber ein Problem mit diesen Zeichnungen.
die machen ziemlich viel Aufwand. In der Konstellation noch ganz okay. Ich mache mir einen Aufwand, diese Zeichnung zu erstellen und ich habe bei einem Serienprodukt, wo vielleicht Hunderte oder Tausende davon verkauft werden, auch viele Anwender auf der Gegenseite, die diese Zeichnungen konsumieren und das Kräfteverhältnis ist in Ordnung. Anders sieht es aus, wenn ich im Sondermaschinenbau Losgröße 1 unterwegs bin. Da macht das Ganze gar nicht mehr so viel Spaß. Da mache ich ganz viel Arbeit für diese Zeichnungen und habe aber wenig Anwender. Und da macht es mehr Sinn, 3D-Modelle zu verwenden. Bin mir nicht sicher, wie viele Leute wissen, wie ein 3D-Ersatzteilkatalog in der Praxis aussieht. Deswegen habe ich hier einfach ein kleines, paar Sekunden Video mitgebracht, wo wir sehen, wir steigen jetzt in so eine Tray-Sealer-Maschine ein, freundlicherweise von der Firma Multivac zur Verfügung gestellt. Und wir wollen hier ein Bauteil identifizieren, wählen hier vielleicht ein Teil aus, blenden das aus, weil es uns im Weg war und springen dann in diese Baugruppe Abführband. Das ist natürlich alles voll drehbar, navigierbar. Blende da vielleicht noch ein Bauteil aus und wähle am Ende das Bauteil auch wirklich an, um es dann in den Warenkorb zu legen. Also wir meinen nicht mehr irgendwo eine isometrische Ansicht, sondern wir meinen ein natives, wirkliches 3D-Modell, das da reinkommt. Und so cool das jetzt auch aussieht und so einfach es für den Anwender ist das meistens nicht die Motivation unserer Kunden, einen 3D-Ersatzteilkatalog einzuführen, sondern die Motivation ist der hier: Ich habe viel Arbeit bei der Erstellung von diesen Zeichnungen und ich habe nur eine Firma, die auf diese Zeichnungen draufschaut. Das macht wenig Spaß an der Stelle. Ich muss teilweise 20 Leute angestellt haben, die diese Zeichnungen erstellen. Und mit 3D-Katalogen können wir hier Chancengleichheit schaffen, weil wir die Daten, die schon im Unternehmen sind, nehmen und im besten Fall vollautomatisiert durchpublizieren und einen Katalog erstellen. Wenn dann am Ende das Endergebnis sich noch besser bedienen lässt, wunderbar. Aber das ist der Hauptmotivator. Und deswegen meine ich, machen Sie das, was zu Ihrem Unternehmen passt. Und was hilft, hilft. Ein Beispiel habe ich noch mitgebracht, um einfach zu sagen, so ein bisschen out of the box denken, einfach mal was ganz anderes machen an der Stelle. Das sind Satelliten- und Drohnenaufnahmen, die wir bei großen Anlagenherstellern sehen. Die machen dann einfach einen Shot von der Drohne oder von Satellitenaufnahmen und zeichnen die Hallenpläne ein und machen dann ganz simple Verhotspottung und sagen, wenn ich über die Halle fahre, sagt es mir, okay, da steckt die Logistikeinheit drin. Dann weiß ich schon, okay, von da kann ich weiter navigieren und meine Bauteile finden. Das geht sogar noch weiter. Wir haben Unternehmen wie Toyota Material Handling in Japan. Die haben irgendwann für sich festgestellt, wenn ein Techniker an die Baustelle fährt und einen Gabelstapler finden möchte, ist genau das allergrößte Problem. Der verschwendet 80% seiner Zeit, den Gabelstapler zu finden und 20% der Zeit, ihn zu reparieren. Und dann haben die sich ein System geschaffen, das diesen Gabelstapler über WLAN trianguliert, dass sie ihn aber wirklich schnell finden können und sagen, jetzt kann ich mit der Reparatur beginnen. Also was hilft, hilft. An der Stelle gibt es ganz viele Wege zum Ziel. Das ist also das Thema Identifikation. Das muss ich mindestens mal gewährleisten, dass ich Ersatzteile bestellen kann. Wer nichts findet, wird nichts bestellen. Dann sehe ich oft und führe Diskussionen in Workshops zum Thema Informationsdichte im Service-Informationssystem. Und da ist nicht unbedingt immer mehr besser an der Stelle. Ich zeige jetzt einfach mal eine Folie und sage, naja, das sind Bezeichnungen, die 1:1 aus Workshops kommen, wo Daten aus dem ERP-System genommen werden und in ein Service-Informationssystem übernommen werden. Und klar, das ist erstmal super transparent, das sind die Infos, die vielleicht vom Hersteller kommen, aber ein Problem, das sich dabei ergibt, ist, sie sind fast zu transparent. Man kann diese Daten nehmen, 1:1 danach in der Suchmaschine seiner Wahl suchen und wird relativ schnell gute Ergebnisse finden, die einen zu Seiten bringen, die einem dann zum Beispiel noch sagen, ah ja, das kostet 56 €, ein paar Cent, und wenn du es jetzt gleich noch bestellst, vor 22 Uhr bekommst du es am nächsten Werktag geliefert. Viele unserer Kunden können mit sowas nicht konkurrieren an der Stelle. Und Hand aufs Herz, wie viel Prozent Eigenfertigungsdichte haben Sie? Das ist meistens nicht über 30-40% an der Stelle. Das heißt, es ist viel Zukauf dabei. Da können Sie Umsatz machen, aber machen Sie es dem Anwender nicht zu einfach, aus diesem Käfig auszubrechen an der Stelle. Ich sage nicht unbedingt, dass man das hier tun muss, was auch viele unserer Kunden machen, dass sie es wirklich runterstrippen auf nur den Zylinder.
Aber machen Sie es ihm nicht so einfach, dass es 1:1 die Bezeichnung ist, die man einfach in Google oder sonstiges reinpasten kann an der Stelle. Das heißt, machen Sie es ihm einfach, das Teil bei Ihnen zu finden, machen Sie es aber nicht so einfach, das Teil woanders sofort weiterzufinden und zu bestellen. Genau, das ist also das Thema Informationsdichte. Dann haben wir es geschafft, dass er das Teil gefunden hat und wir haben es geschafft, dass er das Teil hoffnungsvollerweise bei Ihnen beziehen möchte, weil es gar nicht so einfach ist, es woanders zu finden. Das nächste Thema wird oft unterschätzt, das ist das Thema Zielgruppenorientierung. Jetzt habe ich das Teil gefunden, ich will es bestellen, aber ich darf es gar nicht bestellen. Ich habe irgendeinen Workflow, den ich einzuhalten habe, irgendjemanden, der das nochmal supervised, was ich denn da bestellen darf. Und da, wenn Sie jetzt schon merken, da verlassen wir jetzt die Domäne der reinen Service-Informationssysteme und verbinden das mit einem E-Commerce-System. Denn wenn am Anfang der Bedarf besteht und wir Ersatzteilbedarf haben, dann ist die Identifikation im Service-Informationssystem, denn ein Service-Informationssystem, wie wir es vorhin vom Nick hier auf der Bühne gehört haben, ist ein System, das Menschen hilft, Maschinen zu verstehen. Und dann kommt ein System, das nahtlos damit zusammenarbeitet, ein E-Commerce-System, und das hilft es Menschen zu verstehen. Was meine ich damit? Workflows. Ich muss es meinem Vorgesetzten irgendwo schicken, der das nochmal prüfen muss. Ich muss es an den Zentraleinkauf schicken, der das über den Tag kumuliert und dann irgendwann eine gesamte Bestellung auslöst. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie das läuft. Und es hat sich gezeigt, wenn Sie diese Workflows nicht unterstützen, wenn Sie die unterminieren, dann sucht er sich irgendwelche anderen Wege. Und im Worst Case sucht er sie sich dann wieder außerhalb von Ihren Systemen. Und wenn man die beiden Systeme Identifikation und Bestellablauf miteinander kombiniert, dann entsteht das, was wir als After-Sales User Experience verstehen. Also dann ist der Anwender wirklich abgeholt. Er geht in ein System, um etwas zu finden. Es wird ihm einfach gemacht, das Teil zu finden. Er hat es dann, legt es in den Warenkorb und dann passt es auch noch zu seinem Workflow. Er kann es denjenigen weiterschicken, der es genehmigt. Dann haben Sie ihn abgeholt und dann werden Sie damit auch gut fahren. Dann haben Sie auch Akzeptanz am Ende. Wir haben auch schon oft gehört, Systeme werden hochgezogen und dann werden die nicht akzeptiert. Meistens ist das der Grund, weil die Workflows einfach nicht passen zu dem, wie die Unternehmen arbeiten an der Stelle. Ja, das ist also das Thema Zielgruppenorientierung. Und dann haben wir noch so ein Thema Komfortfunktionen. Ja, Komfortfunktionen kennen wir alle aus unserem privaten Leben. Wenn wir irgendwo online shoppen, einkaufen, bekommen wir immer mehr Möglichkeiten, Infos zu bekommen über die Teile, Bewertungen, Ähnliches. Also lauter Komfortfunktionen, die Sie jetzt von Amazon und anderen Anbietern kennen. Und im B2B-Bereich wird es auch immer wichtiger, als Differenziator solche Themen einzusetzen. Und es fängt auch bei ganz bodenständigen Themen an, die heute noch nicht flächendeckend verwendet werden und wo Sie eine Chance haben, sich vom Markt abzusetzen. Solche Dinge wie hier eine Direkteinpreisanzeige und Verfügbarkeitsinfo. Einfach zu sagen, ich schaffe es, dem Anwender, wenn er das Teil identifiziert hat, direkt im Ersatzteilkatalog die Info zu geben, was es kostet und ob das verfügbar ist. Super bodenständig, man denkt, das wäre überall verfügbar. Ich würde jetzt mal schätzen, das schaffen 30-40% der Unternehmen aktuell. Und da ist echt nochmal ein Hebel drin, das umzusetzen an der Stelle. Genau, und da sprechen wir dann noch gar nicht davon, dass das nächste Thema ist, wenn ich schon meine Teile bestellt habe und ich vielleicht meine Maschine nur noch eingeschränkt läuft und ich wirklich sehnsüchtig auf diese Teile warte, dann hätte ich doch gerne ein Versandtracking, wo das Service-Informationssystem sich mit dem E-Commerce-System austauscht und das E-Commerce-System mit der Versandplattform. Dinge, die Sie aus Ihrem privaten Leben kennen, Sie bestellen was und dann steht da, das kommt morgen zwischen 12 und 14 Uhr wird es zugestellt. Das wäre doch auch im B2B-Bereich ganz nett und das haben die Ersten gut umgesetzt. Das wird auch ein Differenziator sein, der sich immer weiter dann herausschält im Markt. Ja, und last but not least ist im privaten Leben Mobile First angesagt. Das würde ich sagen, ist im B2B-Bereich definitiv nicht der Fall. Wir sind hier nicht im Mobile First unterwegs, aber es kann in bestimmten Anwendungsfällen, bei bestimmten Equipments oder Geräten, je näher man an dem Endkunden dran ist, durchaus Sinn machen, Kataloge, Service-Informationssysteme auf Smartphones anzubieten. Und das funktioniert sehr einfach und gut, auch zum Beispiel mit 3D-Modellen, wo wir hier mit einem Beispiel drauf schauen. Und ich kann genauso mit
Pinch to Zoom, reinzoomen, mir die Teile auswählen. Solange ich online bin, habe ich ein gutes Erlebnis, kann meine Teile identifizieren und hier zum Beispiel diese eine Scheibe auswählen und dann wieder in den Warenkorb legen. Der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe, der hat das Potenzial, all diese anderen Punkte überflüssig zu machen. Zumindest aus Sicht Ihrer Kunden an der Stelle. Und was meine ich jetzt damit? Wie kann man das überflüssig machen? Da ist das Thema Equipment as a Service. Vielleicht ein Thema, das Sie schon hier und da gehört haben an der Stelle. Ist ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Der ist aus unserer Sicht auch ein Stück weit daraus geboren. Wenn wir mal anschauen, wie so eine Identifikation stattfindet, dann ist der meist aus 2 Teilen zusammengebaut. Wir sprechen immer von Identifikation hier und da, ich habe das Teil gefunden. Sie wissen aber, wenn der Endanwender zu Ihnen kommt und sagt, dieses Teil brauche ich, dann beginnt der Prozess der Klärung bei Ihnen intern. Dann man sagt, ist das Teil überhaupt das letztgültige? Muss der sinnvoll noch irgendwelche Dichtungen mit dazu austauschen? Kann er das Teil überhaupt so austauschen? Geht das so? Was gibt es sonst noch zu bedenken? Also Wissen, das im Kopf ist. Und es führt uns auch zu dem Grundgedanken, wer kennt Ihre Maschinen besser als Sie selbst? Und das ist so dieses Thema, eben Equipment as a Service, Software as a Service, da sehen wir echte Parallelen. Man nimmt an, dass derjenige, der eine Software erstellt, der beste Betreiber dieser Software ist. Und wir nehmen an, derjenige, der eine Maschine erstellt, ist der beste Betreiber dieser Maschine, weiß am besten, wie sie zu warten ist, wie es mit ihr weitergeht. Und da sehen wir auch schon seit längerem Trend so Dinge, wie die da langsam hingeführt haben. Die Firma Ponze macht das schon seit 6, 7 Jahren, haben die eine digitale Plattform am Start, wo sie live in Echtzeit die IoT-Daten von forstwirtschaftlichen Maschinen nehmen. Das sind so Baumerntemaschinen. Ich nenne das immer, die fahren durch den Wald, pflücken so einen Baum wie eine Blume und strippen den, legen den hin. Das ist erschreckend, das zu sehen, wie schnell ein Wald verschwinden kann, wenn da ein paar von denen rumfahren. Und die machen daraus sogar einen internen Wettbewerb. Also die verkaufen eine Plattform, wo der Holzförderer seine Operator nach bestimmten Kriterien bewertet und die so ein Ranking am Ende des Tages haben. Wer ist am schonendsten mit der Maschine umgegangen, wer hat am meisten Kubikmeter Holz gefördert. Und von dem langsam robben die sich dahin, dass sie gesagt haben, naja, warum denn überhaupt die Maschine verkaufen? Warum kann ich die nicht auch vermieten? Und da gibt es im Endeffekt 2 Modelle. Da sehen wir schon, Equipment as a Service und Pay-per-Use. Das sind so die 2 Dinge, die sich gerade langsam Stück für Stück durchsetzen. Also entweder ich vermiete die Maschine zu einer bestimmten Laufzeit und monatlichen Kosten oder ich sage, pro produzierte Einheit, pro Quadratmeter Holz, der gefördert wird oder wie auch immer, Pay-per-Use wird abgerechnet. Und da entstehen jetzt ein paar Win-Wins aus unserer Sicht, die sonst gar nicht möglich waren. Also im Endeffekt ist die Maschine in der Halle, die steht dort und Sie kennen es vielleicht alle, die Firmen, die die Maschinen kaufen und einsetzen, sind gar nicht unbedingt so begeistert, dass die im Internet angebunden sind und Daten nach Hause funken an der Stelle. Das ändert sich aber bei einem Equipment as a Service Ansatz. Da sind die dann bereit, diese Daten abzugeben und die werden dann in der Cloud aggregiert, von dem Unternehmen konsumiert und mit dem Wissen schicken die dann rechtzeitig den Servicetechniker raus, der die Maschine wartet und dafür sorgt, dass so wenig Stillstand wie möglich ist, denn vor allem zum Beispiel in einem Pay-per-Use-Ansatz bedeutet es ja, je produktiver die Maschine ist, desto mehr verdient er mit. Das heißt, da entsteht ein echter Win-Win, eine Symbiose an der Stelle. Und last but not least, diese Daten, die sonst so spärlich abgegeben werden, sorgen dann dafür, dass sich da in dem Büro drin, können die sich natürlich mit diesen Daten auch Gedanken machen und die Maschinen für die nächste Generation besser machen und sagen, wenn wir das verstanden haben, dass es deswegen einen Stillstand gab, dann optimieren wir nochmal, machen vielleicht sogar einen Retrofit auf alte Maschinen, Ähnliches. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir stark im Kommen sehen an der Stelle. Und einmal nochmal zusammengefasst ist es, die Basis, helfen Sie dem Anwender, sein Teil zu identifizieren, fühlen Sie ihn nicht in Versuchung, das woanders zu kaufen. Sorgen Sie dafür, dass die Workflows so passen, dass er es auch wirklich bestellen kann. Also machen Sie es ihm nicht schwer und hauen Sie ihm nicht die Tür vor der Nase im letzten Moment zu. Wenn Sie dann diese Punkte weg haben, dann können Sie sich überlegen, ob Komfortfunktionen Sinn machen, um dann nochmal einen Separator zwischen Ihnen und Ihren Mitbewerbern zu haben.
Und last but not least gibt es immer mehr Unternehmen, die langsam Stück für Stück, nicht vollständig, aber bei bestimmten Maschinen umsteigen und sagen, naja, ich biete es auch als Equipment as a Service an. Und wie in dem Fall von Ponce haben wir gesehen, das müssen nicht nur stationäre Maschinen sein. Das sind auch Maschinen, die irgendwo hin und her fahren an der Stelle oder Geräte. Ja, und damit komme ich zum Ende vom Vortrag und habe, glaube ich, noch 1-2 Minuten Zeit für Fragen.